Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Digitale Nomaden ist ja ein Thema, das uns sehr beschäftigt. Wir hatten ja erst vor kurzem einen Podcast dazu aufgenommen, der sich auch großer Nachfrage erfreut hat. Eigentlich zwei, weil wir haben ja dann auch den Christian Heuermann zu Gast gehabt. Und auch der Podcast hat sich großer Beliebtheit erfreut. Laut einer Umfrage gibt es ja ungefähr 5 Millionen Menschen, die sich als digitale Nomaden bezeichnen. Und wenn man den Umfragen glaubt, ca. 17 Millionen möchten gerne in dieses aufregende Leben einsteigen. Jetzt ein zentraler Punkt, über den wir auch in den Podcast gesprochen hatten. Wenn sich jemand, der das machen will, also als digitaler Nomade leben will und sich das passende Land auswählt, ein zentraler Punkt sind ja auch immer steuerliche Situationen, steuerliche Fragen. Und wie wir immer gesagt haben, klappt es in vielen Fällen ja nicht mit der totalen Steuerfreiheit, aber man kann als digitaler Nomade schon seine Steuern dramatisch reduzieren. Wenn man sich jetzt aber das sogenannte Land der unbegrenzten Möglichkeiten aussucht, also wenn jetzt jemand USA oben auf seiner Liste hat, dann muss er doch ein paar Kröten schlucken. Und über diese Kröten, die man schlucken muss, wenn man als digitaler Nomade sich da so auf seine To-Do-List die USA gesetzt hat, darüber wollen wir heute sprechen. Darüber wollen wir sprechen, genau. Genau, deswegen meine Frage, erklär doch mal, wie ist denn das für digitale Nomaden so in den USA genau? Was geht nicht? Genau, also grundsätzlich muss man ja doch feststellen, wenn man ehrlich ist, dass ganz oft die steuerliche Situation von digitalen Nomaden letztlich nach dem rechtlichen Grundsatz, wo kein Kläger, da kein Richter, gehandhabt wird. Also das heißt, man sagt sich, naja, ich bin ja sowieso nur in dem Land für ein halbes Jahr, für 3 Monate, weiß das ich was. Da kann ja sowieso keiner feststellen, was ich in der Zeit mache, was ich verdiene oder sonst wo. Das heißt, auch wenn ich dort arbeite in dem Land, also auf dem Grund und Boden des Landes tatsächlich tätig bin als digitaler Nomade, womöglich gewerblich, kriegt keiner raus. Dazu kommt, dass in den meisten Ländern ja gar nicht solche Regeln überhaupt ganz klar definiert sind. Vielleicht schon in gewisser Weise dann verklauselt irgendwo zu finden sind, aber dennoch letztlich nicht ganz klar ausgedrückt und nicht einfach zu finden sind. Ganz anders in den USA. Also in den USA ist es extrem klar und deutlich definiert. Also das heißt, die Aussage ist, jegliche bezahlte Tätigkeit, die in den USA auf Grund und Boden der USA ausgeführt werden, ist in den USA zu versteuern, völlig unabhängig, ob derjenige jetzt ein Visum hat oder nicht, außer 3 Kriterien sind kumulativ erfüllt, also gemeinsam erfüllt. Kriterium 1, für die gesamte Tätigkeit darf nicht mehr als $3.000 bezahlt werden. Kriterium 2, man hält sich insgesamt in einem Steuerjahr, also in einem Kalenderjahr, nicht länger als 90 Tage in den USA auf. Kriterium 3, der Auftraggeber für diese Tätigkeit ist eine ausländische Firma oder eine ausländische Organisation oder ein ausländischer Auftraggeber jedenfalls. Nur wenn diese 3 Kriterien gemeinsam erfüllt sind, dann sind Verdienste aus dieser Tätigkeit in den USA nicht steuerpflichtig. Die $3.000 sind jetzt auf welchen Zeitraum gerechnet? Auf die 90 Tage? Gesamthaft. Das ist also schon mal, kann man sagen, ja völlig, erstens scheidet damit schon aus, weil damit kann man sich ja sein Leben nicht finanzieren für 90 Tage mit 3.000, also höchst unwahrscheinlich. Ich kann es mir nicht vorstellen, von $3.000 zu leben in 90 Tagen. Damit scheidet, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, auch eigentlich aus, dass ich ein Freelancer bin. Genau, also damit hat sich das Thema digitale Nomaden letztlich dann in den USA erledigt und man kann im Grunde in den USA nicht als digitaler Nomade unterwegs sein. Klingt irgendwie so, als wollte die USA keine digitale Nomaden haben in ihrem Land. Naja, ich denke ehrlich gesagt, dass die meisten Länder wahrscheinlich das ähnlich sehen würden, aber es halt in den meisten Ländern nicht so klar und deutlich definiert ist. Hier ist es nun tatsächlich definiert, ja. Und man muss halt vor allen Dingen auch, man darf vor allem nicht vergessen, dass das völlig unabhängig davon ist, ob man ein Visum hat oder ob man kein Visum hat. Es ist ja auch in den USA so, dass zum Beispiel auch illegale Einwanderer, also Mexikaner, die dort den Rasen schneiden und so weiter, ja,
für viele Amerikaner dort auch voll steuerpflichtig sind. Ja, also es ist ja nicht so, dass man, nur wenn man jetzt keinen Aufenthaltstitel hat, dass dann hier keine Steuerpflicht anfällt. Wie das dann zwar praktisch dann funktionieren soll, dass man Steuern bezahlt, denn man hat ja keine Steuernummer und so weiter und so fort, das ist schon mal natürlich ein ganz anderes Thema. Aber grundsätzlich gesehen ist die Steuerpflicht gegeben und wer es nicht dran hält, verstößt dann entsprechend dort gegen geltendes Recht. So, welche Lösung bietest du mir denn an? Also eine wirkliche Lösung gibt es natürlich nicht, weil ja diese 3 Kriterien, die gemeinsam kumulativ erfüllt werden müssen, natürlich letztlich praktisch die ganze Sache unmöglich machen. Man kann natürlich jetzt in gewisser Weise sagen, man schaltet da noch eine Auslandsgesellschaft dazwischen, was weiß ich, zum Beispiel eine UK-Gesellschaft. Die UK-Gesellschaft rechnet mit dem Kunden ab. Ich selbst als Freelancer habe dann einen Vertrag mit der UK-Gesellschaft und die UK-Gesellschaft zahlt mir halt für meine Tätigkeit in diesen 90 Tagen nur 2.500 US-Dollar vertraglich gesehen. Und ich bekomme halt auch nicht mehr Geld und ich habe genug Erspartes, sodass ich sozusagen die Einkünfte aus meiner Tätigkeit nicht benötige letztlich, ja, um hier dann in den USA mich dann mein Leben zu unterhalten. Ja. Das wäre so jetzt eine Möglichkeit. Man kann sich da gerne uns wenden und wir können da gerne auch ein Beratungsgespräch dazu führen, wie man sowas korrekt dann strukturiert. Aber dennoch ist natürlich klar, dass man, wenn man dann mehr als 90 Tage dort verbringt, dass es dann ohnehin nicht mehr geht. Ja, ich kann ja mit ESTA theoretisch auch mehr als 90 Tage pro Jahr in den USA sein. Ist ja durchaus vorstellbar, dass ich 90 Tage in die USA gehe, dann die USA verlasse und dann nach 1-2 Monaten nochmals 90 Tage in den USA verbringen, ganz normal auf ESTA. Also das ist ja legal und ohne weiteres vorstellbar. Aber im Grunde genommen, wie gesagt, selbst wenn man das mit der Bezahlung und den 3.000 US-Dollar irgendwie hinkriegt, dieses Kriterium wäre dann auf jeden Fall schwer zu erfüllen. Wenn jetzt zum Beispiel jemand in die USA geht und dort sich den 90 Tage oder längeren Zeitraum aufhält und Einkünfte, also passive Einkünfte hat, zum Beispiel Buchverkäufe bei Amazon, nehmen wir mal sowas, oder Dividenden, Einkünfte aus Kryptowährung und so weiter und so fort. Wie verhält sich es damit? Also er ist jetzt sozusagen, ich erbringe keine Leistung auf dem Grund und Boden der USA, halte mich dort aber auf als digitale Nomade beispielsweise. Das ist völlig unproblematisch. Ja. Also wie gesagt, auch die Verwaltung des eigenen Vermögens. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier mit Krypto zum Beispiel trade oder anderweitig trade und ich schaue da einmal am Tag rein in meinen Krypto-Trading-Account oder mein Depot, um mal zu gucken hier, wie das Ganze läuft und ich schicke vielleicht auch ein paar Dinge um. Also das ist generell natürlich möglich. Natürlich auch hier wieder die Frage, wann ist das Ganze gewerblich und nicht, aber alles, was so unter dem Titel Vermögensverwaltung läuft, des eigenen Vermögens, ist natürlich in Ordnung. Hier geht es tatsächlich um Tätigkeiten, die von mir erbracht werden, für die ich dann bezahlt werde. Also typische digitale Nomadentätigkeiten. Schreiben, programmieren, Webseiten erstellen und so weiter, diese ganzen Dinge. Okay. Aber passive Einkünfte natürlich sind völlig in Ordnung, ganz klar. Hier muss ich natürlich dann beachten, dass ich dann nicht mehr als 183 Tage im Jahr in den USA bin und dann steuerpflichtig werde. Und es ist ganz wichtig zu beachten, dass die USA hier nicht einen einjährigen Zeitraum anschauen, sondern eben auch mehrere Jahre diesen Zeitraum betrachten. Ja? Und wenn ich mich mehrere Jahre regelmäßig in den USA aufhalte, dann muss ich auf jeden Fall darauf achten, dass ich weniger als 120 Tage pro Jahr in den USA bin, um die unbeschränkte Steuerpflicht zu vermeiden. Okay, gut, dann haben wir etwas mehr Klarheit. Wenn jetzt jemand noch mehr Fragen zum ganzen Thema USA, Aufenthalt in den USA, Unternehmensgründung hat, dann macht er was? Also das Beste ist, ihr geht einfach auf unsere US-Webseite, das ist uskanzlei.com. Da könnt ihr ein Beratungsgespräch buchen zu allen US-Themen und da können wir das Ganze gerne dann im Detail besprechen mit mir oder mit einem anderen Kollegen. Klasse, dann vielen Dank für das Gespräch, Sebastian. Danke dir, Daniel. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht.